Tim Walz. Diesen Namen kannten nicht nur die allermeisten Deutschen nicht. Auch in Amerika sagten laut einer Umfrage 7 von 10 befragten Erwachsenen, sie wüssten nicht genug über Walz, um sich eine Meinung über ihn bilden zu können. Warum also hat Kamala Harris ihn zu ihrem Running Mate gemacht, ihrem Vizepräsidentschaftskandidaten? Der Gouverneur von Minnesota, der vor seiner politischen Laufbahn als Lehrer gearbeitet hat, gilt als bodenständig und soll vor allem bei weißen Männern im Mittleren Westen punkten. Und er soll es mit Trumps Vizekandidaten J.D. Vance aufnehmen, den er bereits als weird, also als seltsam attackiert hat. Valentin Weimer. Tim Walz betritt die große politische Bühne. An der Seite von Kamala Harris will er der neue Vizepräsident der Vereinigten Staaten werden. Tim Walz ist ein Mann wie ein amerikanisches Klischee. Er kommt aus einem 400-Seelendorf, ist gelernter Lehrer und Militärveteran. Als Trainer hat er seine Football-Highschool-Mannschaft zum Titel geführt. Der begeisterte Waffenbesitzer war über 10 Jahre Abgeordneter und ist seit 2019 Gouverneur von Minnesota. Walz soll vor allem bei der weißen ländlichen Bevölkerung im Mittleren Westen punkten, also genau da, wo Kamala Harris unbeliebt ist. Seine Bodenständigkeit und sein Auftreten schätzen auch die Republikaner, nicht aber seine Politik. Walz ist kein Mann der Mitte, Unterstützung bekommt er bei den Demokraten von links außen. Wenig verwunderlich also, dass er gleich bei seinem ersten Auftritt gegen seinen Konkurrenten schießt. Wie alle normalen Menschen aus dem Mittleren Westen hat J.D. Vance in Yale studiert und sich seine Karriere von einem Milliardär aus dem Silicon Valley finanzieren lassen. Dann hat er ein Buch geschrieben, um die Leute dort schlecht dastehen zu lassen. Come on, das ist doch nicht das, was den Mittleren Westen ausmacht. Ich freue mich so sehr auf unser TV-Duell. Ihr seht es ja alle auch, diese Typen sind einfach echt seltsam. Dieser Typ ist Trumps Vizekandidat J.D. Vance. Auch er kommt aus dem Mittleren Westen, auch er soll die weiße ländliche Bevölkerung ansprechen und auch er ist kein Kandidat der Mitte. Anders als Walz ist Vance aber kein guter Start in den Wahlkampf gelungen. Ein altes Interview fliegt ihm gerade bei Frauen um die Ohren. Was ich sagen will, ist, dass wir in diesem Land von einem Haufen voller kinderloser Katzenfrauen geführt werden. Die sind unglücklich über ihr eigenes Leben und ihre falschen Entscheidungen. Deswegen wollen die den Rest des Landes auch unglücklich machen. Das ist einfach Fakt. Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC, die gesamte Zukunft der Demokratischen Partei hat keine Kinder. Das macht doch keinen Sinn, dass wir unser Land in die Hände von Menschen geben, die keine direkte Verbindung zur Zukunft haben. Am Ende wird aber das Duell Harris gegen Trump die Wahl entscheiden. In US-Wahlkämpfen gilt, ein Vizepräsidentschaftskandidat kann eine Wahl nicht gewinnen, er kann sie nur verlieren. Also generell sagt auch die Forschung, dass es nicht so eine große Rolle spielt, aber es kann eben, und das sind dann meist negative Effekte haben. Wir haben das gesehen 2008, als John McCain Sarah Palin ausgewählt hat. Das ging so ein bisschen nach hinten los. Und deswegen ist es schon immer wichtig, wer hier ausgewählt wird und ob dadurch bestimmte Wählergruppen angesprochen werden. Und das kann dann auch nochmal einen Push im Wahlkampf geben, aber nicht den entscheidenden. Trump und Vance gegen Harris und Walz. Die Protagonisten für das Duell stehen fest. Es sind keine 90 Tage mehr bis zur US-Wahl. Die heiße Phase des Wahlkampfes beginnt jetzt. Tim Walz und J.D. Vance haben übrigens eins gemeinsam. Sie sind begeisterte Jäger. Doch selbst bei diesem Hobby wird es zum Wahlkampfthema. Walz hat bereits erklärt, er könne garantieren, dass sein Wettbewerber nicht so gut Fasane schießen könne wie er. Jagd auf Wählerstimmen macht Kamala Harris im US-Bundesstaat Wisconsin und in Michigan. Und mit der Präsidentschaftskandidatin unterwegs ist Jeff Mason von der Nachrichtenagentur Reuters, der als Korrespondent für das Weiße Haus seit mehr als 15 Jahren so nah dran an den US-Präsidenten ist wie kaum jemand sonst. Und ich hoffe, er hört uns jetzt. Hallo Jeff. Hallo, guten Morgen oder guten Nacht, guten Tag. Guten Morgen aus Washington jedenfalls. Hallo Jeff. Hat Kamala Harris ihre Chance verbessert, Präsidentin zu werden, indem sie Tim Walz ausgewählt hat? Ja, das ist die Frage. Das hat sie auf jeden Fall gewollt. Es kam am Ende zwischen 2 Kandidaten, der Tim Walz aus Minnesota und der Gouverneur aus Pennsylvania, Gouverneur Shapiro. Sie hat sich für Tim Walz entschieden, teilweise, weil er vielleicht eine bessere Chance hat, mit den Arbeiterklasse Stimmen zu bekommen. Und auch weil die Chemie einfach zwischen den zwei, zwischen ihm und Vice President Harris gut gewesen sein sollte. Die Frage aber
ist natürlich, ob es hilft. Und manchmal ein Vice-President-Kandidat macht nicht sehr viel für das Ticket, das sogenannte Ticket. Andererseits, wenn es ein paar Wähler in Wisconsin oder Michigan dazu bringen kann, es wird eine Wahl, die sehr knapp ist und vielleicht würde das genug sein. Jeff, du hast es eben vorhin schon gesagt. Josh Shapiro war auch im Rennen, der Gouverneur von Pennsylvania. Und bei ihm wäre der Vorteil gewesen, dass Pennsylvania ein sehr wichtiger Staat ist bei dieser Wahl. Trotzdem hat sich Kamala Harris gegen ihn entschieden. Vielleicht auch, weil er ein entschiedener Unterstützer Israels ist und Kamala Harris Angst hatte, ihre Basis gegen sich aufzubringen. Glaubst du, sie ist vor den pro-palästinensischen Kräften in der Demokratischen Partei eingeknickt? Es kann sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Es war auf jeden Fall ein Faktor, als Biden noch in der Wahl war, weshalb sein Base, also die Menschen, die normalerweise für Demokraten wählen würden, teilweise nicht dann für ihn wählen wollte. Und in den letzten paar Wochen, nachdem Kamala Harris die Kandidatin geworden ist, ist es nicht ein weniger großes Thema geworden. Und da sie sich jetzt gegen Shapiro entschieden hat, es kann sein, dass sie das gemacht hat, damit es nicht wieder ein Thema wird. Mhm. Walz gilt ja als sehr bodenständig. Er ist Jäger, er ist ein ehemaliger Lehrer, er ist ein Veteran. Und gleichzeitig steht er für eine sehr linke Politik. Er hat in Minnesota zum Beispiel Cannabis legalisiert und wohlgemerkt auf jungen Toiletten kostenlose Tampons eingeführt. Wie passt das alles zusammen? Ja, gute Frage. Also er kann auf jeden Fall gut kommunizieren. Also er hat mit Weird angefangen. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch angekommen ist. Das heißt, er hat so gesagt, dass Trump ziemlich komisch ist. Und das ist irgendwie gut angekommen. Und dass er mit normalen Menschen reden kann und ihre Sprache sozusagen sprechen kann, das ist etwas, was ihr gut gefallen hat und was ihr vielleicht auch helfen kann. Mhm. Tim Walz ist ja bisher vor allen Dingen als Innenpolitiker in Erscheinung getreten, nämlich als Gouverneur und als Kongressabgeordneter. Wofür steht er außenpolitisch und was würde es ganz konkret auch für Deutschland bedeuten, wenn er tatsächlich Vizepräsident würde? Ja, weiß ich nicht. Und ich sage das, weil wir wissen es teilweise nicht, weil er nicht sehr viel Erfahrung mit Außenpolitik hat. Er hat sich auf jeden Fall ein bisschen dazu gemeldet, nachdem Hamas Israel attackiert hat. Er hat so ungefähr gesagt, dass es nicht gut ist natürlich. Aber er hat nicht so viel dazu gesagt wie Josh Shapiro zum Beispiel. Das heißt, es gibt offene Fragen, wie er auf der Weltbühne, was er da machen würde. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass sie ihn traut, weil sonst hätte sie ihn nicht genommen als Partner. Jeff, du bist seit mehr als 15 Jahren White House Correspondent für Reuters. Du arbeitest jeden Tag im Weißen Haus, erlebst jeden Tag die US-Präsidenten und bist jetzt gerade in diesem Moment auch mit Kamala Harris unterwegs. Wie wirkt sie persönlich auf dich, auch im Vergleich zu all den Präsidentschaftskandidaten, die du schon erlebt hast in deiner Karriere? Ja, auf jeden Fall anders, indem sie jetzt so ein schnelles Prozess gehabt hat. Sie hat kein Primary-Wahl gewinnen müssen. Sie hat natürlich war dabei mit Biden, als er seine Wahlkampf gemacht hat, aber sie hat es irgendwie, also ich möchte nicht unbedingt sagen, dass sie das geschenkt bekommen hat, aber es ist fast wie ein Geschenk. Und das ist anders. Also sie müsste nicht richtig dafür arbeiten. Und was ich damit meine, ist nicht, dass sie es nicht verdient hat, sondern dass sie eigentlich nur jetzt auf den Campaign Trail geht, jetzt wieder mit Wähler jeden Tag zu tun hat und innerhalb von 3 Monaten eine Wahl gewinnen müsste, um nochmal ins Weiße Haus anzukommen. Das ist ganz anders von allen Wahlen, die ich als Reporter gecovert habe. Jeff, vielen Dank für deine hochinteressanten Einschätzungen und viele liebe Grüße in den Wahlkampf von Kamala Harris. Bis bald. Dankeschön.